Diese Woche erscheint Mother in den deutschen Kinos, der neueste Mystery-Horror-Thriller von Darren Aronofsky. Zusammen mit Dominik Porschen von der Filmlounge haben wir uns diesen Film ausgesucht, um ihn mit euch zusammen im Kino zu sehen. Und heute erfahrt ihr, wer dieser Aronofsky überhaupt ist und wie es zu diesem hochinteressanten Filmprojekt Mother kam. Darren Aronofsky ist kein Nobody. Der US-amerikanische Autorenfilmer hat viele bekannte Filme gemacht. Nach einigen Kurzfilmen und einer sehr kuriosen Regiearbeit an einem mittelmäßigen Videospiel zu einem sehr schlechten Film war sein Debütwerk Pi, der 1998 erschien, also wie die Kreiszahl Pi, 3,1415 und so weiter und so fort. Das ist ein sehr körniger Schwarz-Weiß-Film. In Pi geht es um einen paranoiden Mathematiker, der versucht, jeden Mechanismus der Realität auf ein einziges Muster herunterzubrechen. Bei einigen Beobachtungen stößt er immer wieder auf eine 216-stellige Zahl, die er mehr und mehr zu verstehen versucht. Aber je genauer er sich mit dieser Zahl auseinandersetzt, desto weiter wird er in seine Paranoia und seinen Wahnsinn getrieben. Er leidet zunehmend unter Halluzinationen und der Zuschauer muss sich die Frage stellen, ob der Kerl langsam den Bezug zur Realität verliert oder die Realität sogar besser versteht als jeder Mensch um ihn herum. Ein hochinteressanter und sehr anspruchsvoller Film, der sofort aufzeigt, was für Filme Aronofsky in seiner Karriere inszenieren und schreiben wollte. Filme, die den Zuschauer sehr aktives Zuschauen abverlangen. In der Filmwissenschaft spricht man davon, dass das Gucken eines Filmes keine passive Aktivität ist, sondern eine wirklich aktive. Wenn man davon ausgeht, dass Film eine Sprache ist, dann ist es die Aufgabe des Zuschauers, die Worte der Filmproduzenten aufzugreifen und sich selbst in einen Sinnkontext zu stellen. Aronofsky weigert sich, dem Zuschauer alles vorzukauen und schreibt Filme, die den Zuschauer auf rationaler Ebene herausfordern. Das ist auch sein ganz großes Erfolgsrezept. Allein Pi wurde für gerade einmal 60.000 US-Dollar gedreht und hat über 3 Millionen wieder eingespielt. Für die Produktion gab es nicht einmal Drehgenehmigungen und es gibt einen guten Grund dafür, warum die Zahl ausgerechnet 216 Ziffern lang ist. 216 ist das Resultat, wenn man die Sechsen der Zahl des Antichristen miteinander multipliziert. In Pi etablierte Aronofsky auch eine Tradition, die er bis heute beibehielt. Während der Dreharbeiten zu einem Film weigert sich Aronofsky zu rasieren oder sich die Haare abzuschneiden. Auf Pi folgte dann ein waschechtes Meisterwerk, das viele bis heute als Aronofskys besten Film betiteln, nämlich Requiem for a Dream. In dem Film geht es um den seelischen und körperlichen Verfall von 4 Menschen aus Coney Island, die allesamt mit unterschiedlichen Drogenproblemen und Süchten kämpfen. Der Film basiert auf einem Roman von Hubert Selby Jr. aus dem Jahr 1978. Um die Figuren für den Zuschauer nachvollziehbarer zu machen, hat sich Aronofsky viele Wege überlegt, um auch filmisch den Verfall der Figuren zu inszenieren. Was heißt das jetzt genau? Zum einen ist der Film extrem schnell geschnitten. Da spricht man in der Filmwissenschaft ganz salopp von dem Begriff Hip-Hop-Montage. Dabei werden viele Großaufnahmen in schneller Abfolge gezeigt und mit lauter und vordergründiger Musik hinterlegt, genau wie in einem Hip-Hop-Musikvideo. Aronofsky nutzt Hip-Hop-Montagen gerne, um zu zeigen, dass seine Figuren beginnen, die Realität anders wahrzunehmen als zuvor. Die Hauptdarsteller des Films, Marlon Wayans und Jared Leto, bat er sogar um etwas ganz Besonderes. Die beiden spielen Junkies, die versuchen, an eine große Menge Heroin zu kommen, um das Zeug zu strecken und mit Profit weiter zu verkaufen. Dabei versinken sie aber selbst immer weiter in ihrer Sucht. Aronofsky bat die beiden Darsteller für einen Monat auf Sex und jegliche Zuckerprodukte zu verzichten. Das ist eben auch eine besondere Eigenschaft dieses Erfolgsregisseurs. Er zeigt gerne Figuren in Extremsituationen, denen vor allem ihre Wahrnehmung und ihr seelischer Gesundheitszustand einen Strich durch die Rechnung machen, und dafür findet er sich ganz besondere Methoden und Mittel, um das auch auf seine Darsteller zu übertragen. Jared Leto ist ja auch bekanntermaßen jemand, der sich gerne in seinen Rollen verliert, und so verlor er bei den Vorbereitungen 12 Kilogramm und freundete sich mit echten Junkies in Brooklyn an. Dabei ist nicht einmal das Erfolgsrezept von Requiem for a Dream. Es ist Darren Aronofskys Vergleich und die Beobachtung von verschiedenen Suchtmustern. So nimmt er diese traditionelle Drogenstory der beiden jungen Junkies und vergleicht das Ganze mit der Mutter, die tablettensüchtig ist. Besonders bekannt an Requiem for a Dream ist vor allem aber die Musik
Stichwort Lux Aeterna. Das Stück wurde mittlerweile schon in vielen verschiedenen Trailern zu den verschiedensten Filmen verwendet und ist so populär, dass es sich mittlerweile vom Film losgelöst hat. Die gesamte Filmmusik stammt von Clint Mansell. Mansell ist ein britischer Komponist, der an fast jedem Film von Aronofsky mitgearbeitet hat. Der diesjährige Mother ist tatsächlich das erste Filmprojekt von Aronofsky, in dem die Musik nicht von Mansell stammt, aber 2006, nachdem Aronofsky so eine bestimmte Pause eingelegt hatte, stammte die Musik auch wieder von Clint Mansell. Im Film The Fountain, der ein weiteres Mal bewies, dass es Aronofsky gerne außergewöhnlich mag, der Filmemacher hatte dabei eine lange, unfreiwillige Pause eingelegt. Er arbeitete mit Comic-Legende Frank Miller an einem ganz besonderen Projekt. Aronofsky sollte die Batman Origin Story Year One verfilmen, aber auf eine ganz bestimmte Weise. Dafür wurde nämlich der gesamte Batman-Mythos in die 80er verlegt und Alfred war zum Beispiel kein weißer Butler, sondern ein afroamerikanischer Kfz-Mechaniker. Aus dem Projekt wurde leider nie etwas. Schon damals, bevor Batman Begins überhaupt im Raum stand, wollte Aronofsky bereits Christian Bale als Bruce Wayne. Stattdessen begann Aronofsky die Arbeit an einem Projekt, in dem Brad Pitt und Cate Blanchett die Hauptrollen bekommen sollten. Doch beide Stars stiegen aus und das gesamte Projekt lag erstmal auf Eis, obwohl die Dreharbeiten schon begonnen hatten, zumindest bis es 2004 mit einem Budget von 35 Millionen US-Dollar wiederbelebt wurde. Hugh Jackman und Rachel Weisz wurden neu gepickt und so entstand das Drama The Fountain, das eine ganz besondere Mischung aus Fantasy, Spiritualität und Science Fiction ist. Darin geht es um einen Wissenschaftler, dem jedes Mittel recht ist, um seine Frau von einer schweren Krebserkrankung zu heilen. Quasi ein echter Mr. Freeze. Dabei verwob Aronofsky 3 Handlungsstränge ineinander, die zu verschiedenen Zeiten spielen. Der Film ist zwar hochinteressant und spaltete die Geister, aber an den Kinokassen entwickelte sich dieses schwierige Projekt zu einem Flop, denn der als esoterischer Quatsch kritisierte Film konnte lediglich 16 Millionen US-Dollar einnehmen. Erst der Nachfolgefilm The Wrestler sollte den hochbegabten Filmemacher in den Mainstream bringen. Die Idee für den Film hatte Aronofsky schon seit 10 Jahren. Darin geht es um einen gealterten Wrestling-Star, der es nach seiner Karriere nicht schafft, in einem neuen Beruf Fuß zu fassen. Die Hauptrolle spielt Mickey Rourke, dessen reale Karriere dem der Figur auch nicht ganz unähnlich ist. Dabei gab es lange Zeit Verhandlungen mit Nicolas Cage, der ursprünglich die Hauptrolle spielen sollte. Das wollte zumindest das Studio, aber Aronofsky hat gesagt, er macht diesen Film nur mit Mickey Rourke. Und beim ältesten Filmfestival überhaupt in Venedig konnte der Film den Goldenen Löwen abstauben, dem größten Preis, also dem wichtigsten des gesamten Festivals. Während dieses Jahr Mother bei genau diesem Festival nicht besonders gut ankam, war es für Aronofsky mit The Wrestler der ganz große Durchbruch. Bei einem Budget von 6 Millionen konnte der Film mit dieser positiven PR 45 Millionen Dollar wieder einspielen und das völlig zu Recht, da The Wrestler es schafft, den Zuschauer nachhaltig zu prägen und das obwohl dieser Film wahrscheinlich der konventionellste und normalste Film in Aronofskys Filmografie ist. Axl Rose, Frontmann der legendären Band Guns N' Roses, zu der auch Gitarrist Slash zählt, der hat Aronofsky für den Film die Rechte am Hit Sweet Child O' Mine einfach geschenkt. Den ehemaligen Wrestler Roddy Piper, den ihr vielleicht auch aus They Live oder der Comedy-Serie It's Always Sunny in Philadelphia kennen könntet, den hat der Film angeblich zu Tränen gerührt. Mit dem Rückenwind von The Wrestler und mittlerweile verlobt mit Rachel Weisz arbeitete Darren Aronofsky an einem Film, der einen weltweiten Hype kreierte, nämlich Black Swan. In diesem Psycho-Thriller geht es um eine professionelle Ballerina, die alles gibt, um in einer Produktion von Tschaikowskis Schwanensee sowohl den schwarzen als auch den weißen Schwan zu spielen, quasi die wichtigste Rolle. Nach dem eher konventionellen Film The Wrestler, der eine sehr stringente und chronologische Handlung hat, war Black Swan ein Zurückbesinnen auf Aronofskys eher schrägen und außergewöhnlichen Erzählstil, den seine Fans schon in Pi und The Fountain liebten. Natalie Portman spielt die Hauptrolle und trainierte ein Jahr lang sehr hart als Ballerina, um die Rolle glaubwürdig verkörpern zu können. Das finanzierte die populäre Schauspielerin sogar aus der eigenen Tasche. Von 139 Einstellungen im Film, in denen Natalie Portmans Figur tanzt, waren 111 unverändert mit Natalie Portman. Das heißt, etwa 80%, für die restlichen 20% gab es dann ein Tanzdouble. Der Film wurde hoch erfolgreich und das lag nicht nur an der lesbischen Sexszene zwischen Portman und Mila Kunis. Bei einem Budget von 13 Millionen spielte der Film sage und schreibe 330 Millionen wieder ein. Das ist wirklich eine ordentliche Zahl. Die Hip-Hop-Montagen, in denen die prima Ballerina durch ihren krankhaften Ehrgeiz den Verstand verliert,
Der kam sowohl beim Publikum als auch in der internationalen Kritik sehr gut an. Auch Clint Mansell hatte eine geniale Idee für diesen Film. Er spielte Tschaikowskis Schwanensee einfach rückwärts und verzerrt. Aronofskys nächster Film Noah war dann die erste Enttäuschung in seiner sonst lupenreinen Filmografie. Vielleicht lag es an der Trennung von Rachel Weisz, aber Aronofsky scheint mehr und mehr von der Bibel fasziniert zu sein, da man viele biblische Referenzen auch in Mother findet. Nur ist Mother als Film unserer Meinung nach sehr viel besser als Noah. Russell Crowe spielt darin Noah, der nach der Sintflut auf seiner Arche Tiere rettet. Nur trifft dieser Film eine sehr interessante Aussage. Während Noah ein Tier nach dem anderen auf seiner Arche rettet, pfeift er auf sämtliche Mitmenschen. Somit sind wir beim Mother angelangt, Darren Aronofskys neuestem Film, der heute in den deutschen Kinos startet. Es ist ein Film in ganz schlichtem Gewand. Es kommt wie ein alltäglicher Mystery-Thriller von der Stange daher, mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem in den Hauptrollen. Aber erst wenn man den Film gesehen hat, offenbart sich, dass sehr viel mehr dahinter steckt. Keine Angst, ich werde nicht spoilern. Auch Ed Harris und Michelle Pfeiffer spielen darin mit. Und Michelle Pfeiffer habe bei der Lektüre des Drehbuchs den Film gar nicht verstanden. Das überrascht mich auch gar nicht, denn der Film ist per se auch wirklich nicht leicht zu durchblicken. Pfeiffer hätte ihre Figur aber dennoch so interessant gefunden, dass sie dennoch unbedingt mitspielen wollte. Jennifer Lawrence stieg sogar aus dem Filmprojekt The Rosie Project aus, um mit Aronofsky zusammenarbeiten zu können. Das zeigt, welchen Stellenwert der Ausnahmeregisseur bei den verschiedensten Stars innehält. Mittlerweile sind Lawrence und Aronofsky angeblich sogar ein Pärchen. Zum ersten Mal arbeitet Aronofsky aber nicht mit Clint Mansell zusammen und auch Mark Margolis ist zum ersten Mal nicht in einem Film von Aronofsky dabei. Margolis kennt man vor allem als Hector Salamanca aus Breaking Bad. Schön ist auch, dass Donald Gleason und Brian Gleason in diesem Film Brüder spielen, da sie auch im echten Leben Brüder sind. Spätestens bei Mother wird auch ein anderer Trend in Aronofskys Filmografie klar. Während Regisseure wie Christopher Nolan und Quentin Tarantino auf 70 mm Film schwören, zieht Aronofsky das schmalspurigere 16 mm vor. Aronofsky machte auch aus diesem Projekt ein riesiges Geheimnis. Es war lediglich bekannt, dass der Film grob auf Roman Polanskis Rosemary's Baby basiere. Wer den Film aber gesehen hat, der weiß, dass Mother etwas ganz Eigenes ist, das sich nur schwer einzuordnen oder überhaupt zu definieren lässt. Deswegen waren wir auch besonders glücklich darüber, mit Dominic Porschen von der Filmlounge den Film in einer Community Preview zeigen zu können. Das war ein sehr spannendes und spaßiges Event, wo wir euch allen diesen hochinteressanten Film von Aronofsky zeigen konnten. Hier irgendwo kommt ihr zu dem Kanal von Dominic und der wird auch ein Video zu Mother machen, das findet ihr irgendwo hier. Und unseren ersten Kurzfilm Stahlfabrik, der geht auch in die Richtung Mystery und Horror, den solltet ihr euch auch unbedingt ansehen, falls ihr es nicht schon getan habt. Und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren unter dieFilmfabrik und auch uns auf Patreon zu unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf dieFilmfabrik mit mir, dem Alper.